Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Schaut mal her, ich habe mir endlich eine Galaxy Watch gekauft. Es ist die Galaxy Watch Active 2 geworden, in der 44 mm Größe. Ich habe sie günstig geschossen und nun ist meine Sammlung komplett. Ich habe jetzt Galaxy Buds, ich habe die Galaxy Watch sowie das Galaxy Note Ultra. Hier vorne ist das Produktbild. Auf der Unterseite haben wir eine Angabe zur Modellnummer sowie dem Produktionsdatum, der 26.12.2020. Auf der rechten Seite ist nichts. Auf der linken Seite haben wir nochmal den Samsung Galaxy Watch Active 2 Schriftzug in glänzender Farbe. Hinten zwei Siegel sowie einige Angaben wie Lightweight Design, Advanced Auto Fitness Tracker and Run Coaching sowie Heart and Health Monitoring. Es ist die Bluetooth-Variante geworden, Wi-Fi, GPS, 44 mm Case Strap Size und Minimum 50 mm, maximal 70 mm. Die Bandgröße. Wir heben den Deckel an. Unter dem Deckel natürlich wieder das Papierzeug sowie die Uhr. Wir schauen uns erstmal das Papierzeugs an und ich hoffe, diesmal geht es leichter herauszunehmen. Tada, wunderbar. Wir haben eine Kurzanleitung, eine Warranty Card sowie Quick Start Guide. Immer dasselbe Spiel. Wir gucken uns die Kurzanleitung an. Der Lieferumfang beinhaltet Galaxy Watch Active 2, induktive Ladestation und der Geräteaufbau, Lautsprecher, Pulssensor, Druckventil, Luftdrucksensor, Zurücktaste, Mikrofon, Home-Taste bzw. Ein-Aus-Taste, Akku aufladen sowie die Verbindung zu einem Mobilgerät. Das kriegen wir alles hin. Und auf der Rückseite nochmal der SAR-Wert, bedeutet spezifische Absorptionsrate. Da habt ihr den Wert. Gut. Wir machen weiter. Wie gesagt, haben wir die Uhr hier drin. Wir nehmen sie. Das Silikonband. Wir werfen einen ganz kurzen Blick drauf und machen dann weiter mit dem Lieferumfang. So, dieses Element kann entnommen werden. Und hier drin befindet sich die induktive Ladestation. Das heißt, es gibt kein zusätzliches Netzteil. Wir haben hier den Typ USB Typ A sowie die Ladeschale, die magnetisch an die Rückseite der Uhr andockt. 5 Watt Ladeleistung, genauso wie bei der Apple Watch. Okay, jetzt kommen wir aber zur Uhr und gucken sie uns ein wenig genauer an. Hier haben wir das schwarze Silikonband. Nochmal ein Blick auf das AMOLED-Display mit dem berührungsempfindlichen Rand. Die Zurücktaste, ein Mikrofon sowie die Ein-Ausschalttaste. Gegenüber sitzt der Lautsprecher. Auf der Unterseite haben wir natürlich die Sensoren sowie das Druckventil. Wofür das ist, weiß ich nicht. Das Sportband ist in der Größe 20 mm mit Quick Release Funktion. Das ist immer gut. Und die Größenangabe ML. Macht echt was her, das runde Design. Ist eine willkommene Abwechslung für mich. Mal von der eckigen
Apple Watch weg. So, wir kommen zum Verbinden der Galaxy Watch mit dem Mobiltelefon. Knopf gedrückt und schalten Sie ein. Sie startet auch. Los geht's. Dann müssen wir einmal nach oben wischen. Und es wird uns angezeigt Galaxy Watch Active 2 1 BA5. Erste Schritte mit der Galaxy Wearable App. Okay, wir öffnen die App. Uns werden die Galaxy Buds Live angezeigt. Das ist aber verkehrt. Weiter hochwischen geht nicht. Das heißt, wir müssten das Menü in der App öffnen. Neues Gerät hinzufügen. Wir suchen uns das passende Gerät raus. Da haben wir es. Galaxy Watch Active 2. Koppeln starten. Genau, die Uhr vibriert jetzt. Das passt. Zum Verbinden tippen. Verbinden. Und los geht's. Wunderbar. Die Prozentanzeige zu installierende App Watch Active 2 Plugin, 84 MB groß. Und die Prozentangabe, das ist jetzt wirklich in Echtzeit und es geht rasant. Also wirklich schnell. Wir sind gleich bei 100% angelangt. Na wunderbar. Zum Abschluss Ihr Telefon prüfen, steht auf der Uhr. Kopplung wird abgeschlossen. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln. Wir sind gespannt. So, letzter Punkt. Wunderbar. Glückwunsch zu Ihrem neuen Gerät. Wir klicken auf Fortsetzen. Zur Verwendung der Galaxy Wearable App müssen Sie den Zugriff auf den Standort immer zulassen. Galaxy Wearable nutzt diese Berechtigung, um Ihr Telefon mit Ihrer Uhr zu orten. Zugehörige Apps, SOS, Telefon finden, Wetter. Zulassen. Standortzugriff für Watch Active 2 Plugin ändern. Diese App möchte jederzeit Zugriff auf deinen Standort. Gut, müssen wir machen. Wir gehen in die Einstellungen. Aktuell ist es bei Zugriff nur während der Nutzung der App zulassen und wir klicken jetzt an immer zulassen. Gehen einen Schritt zurück, klicken auf Fortsetzen, Watch Active 2 Plugin mit Galaxy Watch verknüpfen, jawohl. Und jetzt klicken wir noch die Option an Uhr finden und Telefon finden. Den Rest klicken wir nicht an. Und nun weiter. Uhrwiederherstellung aus Sicherung. Das geht ja gar nicht. Das ist die erste Einrichtung dieser Uhr. Und jetzt sind wir startklar. Viel Spaß mit der Uhr. Wunderbar. Uns wird der Akkustand angezeigt. Das sind jetzt hier 63%. Das Nutzungsmuster wird analysiert. Wir sind über Bluetooth verbunden. Hier unten haben wir ein Tutorial, das ist klasse. Sehen Sie sich um für Widgets nach links streichen. Okay. Streichen Sie nach rechts für das Ziffernblatt. Okay. Nochmal nach rechts für die Benachrichtigung. Gut, jetzt haben wir keine. Drücken Sie zum Zurückkehren die Zurück-Taste. Einverstanden. Und die Home-Taste. Und die Home-Taste drücken, um die Apps anzuzeigen. Das ist einfach. Fast fertig. Für Quick Panel nach unten streichen. Na, ist schon intuitiv. Gut, das ist jetzt schwer mit einer Hand. Das werde ich nicht hinkriegen. Was haben wir alles in der App?
Wir haben Benachrichtigungen, Apps, Widgets, Ton- und Vibration-Anzeige erweitert, Inhalte zu Ihrer Uhr hinzufügen wie Musik, Bilder, SOS Uhr finden, allgemein Eingabehilfen, Bixby, Konto und Sicherung, Telefoneinstellungen synchronisieren, Software-Update. Da gehen wir mal rein und gucken, ob es eins gibt. Nein, die Software ist auf dem neuesten Stand. Das ist okay. Das war es auch von der Einrichtung. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zum Größenvergleich mit den beiden Apple Watch Größen. Das heißt 44 mm, 42 mm. Hier haben wir die drei. Jetzt sind wir in der Nahaufnahme von den beiden größeren Modellen. Das heißt Apple Watch 44 mm auf der linken Seite, Galaxy Watch Active 2 44 mm auf der rechten Seite. In dieser Ansicht ist die Galaxy Watch oben. Jetzt seht ihr mal die Dicke der beiden Geräte. Jetzt ist die Apple Watch oben. Jetzt berühren sich beide Displays. Hier haben wir die Unterseite bzw. die Sensoren im Vergleich. Und jetzt gucken wir uns die kleinere Apple Watch an. Das heißt die 42 mm Variante. Die Displays. Jetzt ist die Apple Watch oben. Auch hier sehen wir die Dicke beider Geräte. Und nochmal nebeneinander. Gut. Das war's von diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.